Hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Heute möchte ich mit euch ein Acrylbild malen auf einem Aquarellpapier. Und dieses Bild ist dann für fortgeschrittene Maler unter euch und Malerinnen natürlich. Ja, und dieses Bild lebt von dem Hell-Dunkel-Kontrast. Das werdet ihr im Verlauf der Malerei sehen können, wie ich das mache. Zunächst habe ich mir verschiedene Rottöne auf die Palette gegeben und auch Weiß und erzeuge mit diesen Farben gemischte Farbflächen. Das mache ich ganz intuitiv. Ich habe hier ein ganz dunkles Rot und mehr so Orangetöne, eine Lachsfarbe und mit einem relativ kleinen Borstenpinsel vermale ich das und es erzeugt immer wieder neue Farbnuancen. Das heißt, es entstehen Farbflächen, die sich alle in einer Farbfamilie bewegen, und genau das ist der Effekt, den ich hier haben möchte. Ich weiß noch gar nicht, wo meine Reise jetzt hingeht und male einfach drauf los, so wie es mir gerade in den Sinn kommt, ohne viel darüber nachzudenken. Das ist bei dieser intuitiven Malerei sehr wichtig. Schaltet einfach euren Kopf aus und folgt nur euren Empfindungen und Gefühlen. Dann werdet ihr sehen, dass da viele schöne Sachen dabei entstehen. Und ich male hier in einer kreisenden Bewegung hauptsächlich, um eben diese unterschiedlichen Nuancen der Rottöne zu erzeugen. Das muss ich jetzt ziemlich schnell und zügig ausführen, da auf dem Papier, ja, das Papier ist ja trocken. Und deswegen ziehen da die Farben auch relativ schnell in das Papier ein und trocknen dann demzufolge auch rasch. Ich versuche jetzt noch härtere Übergänge, die sich gebildet haben, etwas aufzuweichen. Und das gelingt mir bis jetzt ganz gut. Und das führe ich jetzt fort, bis das komplette Blatt bedeckt ist mit dieser herrlichen roten Wolke der Farbtöne in Rot, Rosa, Orange und Lachsfarbe. Immer wieder mische ich das Weiß hinzu, erhalte wieder einen neuen Farbton. Und es ist wirklich wie so eine Explosion von Farben, die sich da über dem Blatt ergießt. Jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich das fertiggestellt. Schaue nochmal, wo noch Übergänge sind, die ich vielleicht etwas verfeinern und aufweichen könnte.
Das ist jetzt eine Flasche mit Wasser. Da spritze ich jetzt drauf und lasse einfach das Wasser herunterrinnen. Ich habe ja das Blatt Papier mit Kreppband auf einem Pappkarton aufgezogen, um es auch bewegen zu können. Das ist auch oft ein gewünschter Effekt bei einer Malerei. Und jetzt nehme ich diese Wasserspuren mit einem Küchenkrepppapier vom Blatt ab. Und ihr seht, da ergibt sich so eine Struktur. Das sieht aus eben wie dünne Spuren, und die sind jetzt eben heller geworden, da ich die Farbe wieder etwas abnehmen konnte. Es ergibt sich da so eine organische Struktur. Und nun habe ich mir Acrylbinder genommen, den ich mit einem dicken Pinsel über das ganze Blatt auftrage, und zwar deshalb, um diese ganzen Farben und auch diese weißen Strukturen so beizubehalten, damit das nicht dann beim nächsten Bearbeitungsvorgang verändert wird. Das soll also so bleiben, und dann kann man da weitermachen. Jetzt habe ich einen dunkleren Blauton, den ich sehr dünn wie eine Lasur mit viel Wasser über das Blatt ziehe, und ihr seht schon den Effekt, der sich dadurch ergibt. Man hat da dunklere Stellen und auch eben hellere Stellen, je nachdem. Mit einer Gummispachtel arbeite ich weiter. Und zwar kann ich jetzt mit dieser Gummispachtel die blaue Lasurschicht wieder zum Teil freilegen an den Stellen, wo ich eben die Rottöne wieder heller herausscheinen lassen möchte. Denn die gefallen mir ja, und die sollen ja auch aus dem Bild herausstechen. Ich schiebe die blaue Farbe einfach in die Bereiche, wo ich sie haben möchte. Und nehme mir zum Beispiel noch ein Krepppapier, das ich mit Wasser anfeuchte, um dann auch noch Helligkeiten wieder herauszuarbeiten aus dem Bild, denn diese Farben sollen weiterhin leuchtend sein. An manchen Stellen arbeite ich jetzt wieder nach. So lange, bis es mir dann gefällt. Dabei kann ich das auch mal herumdrehen. Schau mir das von einer anderen Sichtweise aus an. Nun ist das getrocknet.
und ich kann weiterarbeiten mit einem dünnen Pinsel und dieser blauen Farbe beginne ich nun die sogenannte Negativmaltechnik. Dabei wird mit einer dunklen oder auch mit einer hellen Farbe, je nach Bild, wird das Motiv herausgearbeitet und die dunkle Farbe stellt dann sozusagen den Hintergrund dar und ich lasse nur die Formen stehen, die ich in den Vordergrund bringen möchte. Ich habe mich so vom Kopf her dafür entschieden, dass das eben ein Naturmotiv werden soll. Das ergab sich durch diese hellen Wasserspuren, die ich vorher erzeugt habe, und das sieht eben aus wie Blütenstiele oder wie Strauchäste, je nachdem. Und da versuche ich jetzt eben den Hintergrund so dunkel wie möglich zu machen. Dann habe ich diesen Kontrast auch da zwischen diesem dunklen Blau, das eben eine mystische, dunkle Wirkung hat, und diesen intensiven Farbflächen mit den Rottönen. Das dauert jetzt natürlich sehr lange. Ihr könnt mir dabei zuschauen, wie ich das so nach und nach herausarbeite. Das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Schaut mir einfach dabei zu, wie sich das Bild langsam entwickelt. Das ist ein sehr langer Prozess und meine Videos, auch in dem Fall dieses Video speziell, lasse ich etwas schneller laufen, denn sonst wäre es für euch vielleicht zu langweilig zuzuschauen, aber in der Realität, in der Echtzeit dauert eben ein Bildmalen sehr lange und da darf man sich nicht davon täuschen lassen, wenn so ein Video läuft, weil man dann denkt, ach, der Maler hat es jetzt in kürzester Zeit gemalt, das kann ich auch schaffen. Dem ist eben leider nicht so. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, der da abläuft und bedarf viel Zeit und Mühe. Und das versuche ich auch immer den Menschen nahezubringen, dass das eben sehr viel wertvolle Zeit auch kostet, so ein Bild herzustellen. Und das ist natürlich dann auch später für eure Preisfindung wichtig, wenn ihr vorhabt, ein Kunstwerk an jemand zu verkaufen, dann müsst ihr das auch berücksichtigen, wie lange habe ich dazu gebraucht, dieses Bild zu malen, wie aufwendig war das von der Technik her und so weiter. Es sind ja nicht nur die Farben, die man einkaufen muss zum Beispiel, und das ganze Material wie Papier oder Leinwand, sondern es ist ja auch immer die Zeit zu berücksichtigen,
die Idee des Künstlers und der ganze Aufwand, der damit zusammenhängt. Das sind ja oft sehr viele einzelne Arbeitsprozesse, die da stattfinden. Und ihr seht schon, obwohl das Video in der doppelten Geschwindigkeit läuft, sieht es trotzdem immer noch sehr zeitaufwendig aus. Und das ist auch tatsächlich so. So, ihr könnt mir weiterhin dabei zuschauen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr da seid und auch meine Arbeit zu schätzen wisst. Und es ist natürlich schön, wenn man so etwas auf YouTube hier zur Verfügung stellt, wenn das dann entsprechend auch von den Zuschauern gewürdigt wird, dass man vielleicht mal einen netten Kommentar bekommt oder auch einen Tipp vielleicht von jemand bekommt, der andere Techniken noch kennt. Da bin ich immer empfänglich dafür. Das könnt ihr mir gerne schreiben. Ich unterhalte mich auch gern mit euch über verschiedene Maltechniken. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Schreibt mir eine Nachricht hier über YouTube oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht auf meiner Künstler-Website. Und die habe ich auch, die Künstler-Website habe ich hier immer vermerkt, damit ihr das aufrufen könnt und nachschauen könnt. Dort habt ihr die Möglichkeit, Kontakt zu mir aufzunehmen. Genauso, wenn ihr interessiert seid an einem dieser Bilder, die hier bei YouTube von mir entstehen. Diese Bilder sind natürlich alle auch erhältlich und ihr könnt sie gerne erwerben bei mir. Ebenfalls einfach eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail. Dann kann man sich über diesen Kauf unterhalten. Da bin ich immer offen für eure Wünsche und Anregungen. Falls ihr selber malt, dann könnt ihr euch diese Videos als Anregung hernehmen. Ich schaue auch sehr viele Videos von anderen Künstlern an, um mich da entsprechend fortzubilden. Jeder weiß immer etwas anderes, hat vielleicht Kurse belegt in Kunst und gibt dieses Wissen dann weiter. Da bin ich gerne bereit, täglich neu dazu zu lernen, und genauso offen muss man eben an die Sache herangehen, denn nicht jeder ist perfekt in allem, sondern man lernt ja wirklich in seinem Leben täglich irgendetwas Neues hinzu, entweder in der Malerei oder bei anderen Themen. Das ist ganz unterschiedlich und das wisst ihr ja selbst, dass es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Und wie ihr seht, bin ich jetzt schon ziemlich weit mit dem Bild fortgeschritten. Ich arbeite da in dem oberen Bereich des Bildes und man kann jetzt schon viele Strukturen erkennen, die ich mit dieser
dunklen Farbe eben erzeugt habe und die ganzen organischen Formen, die ich da stehen gelassen habe. Und mir gefällt bei diesem Bild besonders gut eben dieser Kontrast zwischen dem Dunkelblau und den Rot, Orange, Rosa Tönen. Das spricht mich persönlich sehr stark an. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Wenn ihr jetzt dieses Bild seht, schreibt mir einfach eure Empfindungen, wie euch das Bild gefällt. Das kann ich dann in euren Kommentaren lesen. Und ich arbeite auch eben gerne einmal in dieser Negativtechnik. Die wendet man übrigens in verschiedenen Sparten der Malerei an. Das kann ich auch zum Beispiel auf die Aquarellmalerei übertragen. Auch dort wird viel mit dieser Technik gearbeitet, dass man zunächst Farbflächen erzeugt und dann später eben den Hintergrund dunkler malt, um bestimmte Formen und Gestaltungsobjekte herauszuarbeiten. Da muss man auch ein gutes Vorstellungsvermögen haben, denn sonst funktioniert es auch nicht. Und das ist die Schwierigkeit, die man am Anfang dabei hat, wenn man das zum ersten Mal ausprobiert. Denn sonst ist es ja genau andersherum. Man malt vielleicht zuerst Hintergründe, um dann die Objekte auf diese Hintergründe draufzusetzen, und das ist jetzt genau die umgekehrte Reihenfolge, und damit kommen viele Menschen nicht ganz so gut klar. Das ist schon eine etwas schwierigere Malmethode, möchte ich mal behaupten, die, wenn ihr das beobachtet, auch zum Beispiel bei Künstlern zu finden ist, die mit Ölfarben malen. Das habe ich auch oft gesehen, und die Wirkung ist da oft sehr verblüffend. Und das ist aber nicht einfach zu malen. Das heißt, diese Punkte, die ich dann auf die Farbflächen aufsetze, das sind sozusagen die Gucklöcher, wenn ihr das so haben wollt, in den Hintergrund, in den dunklen Hintergrund. Jetzt male ich da noch mit roter Farbe, auch noch mit der dunkleren roten Farbe, besser gesagt, so bestimmte Schatten ein oder Helligkeiten mit dieser Lachsfarbe, je nachdem, wie ich das noch herausheben und betonen möchte. Da kann ich jetzt diese Formen nochmal intensivieren, dass die noch plastischer hervortreten. Das könnt ihr jetzt sehen.
Also insgesamt ist das schon eine Malmethode, die sehr zeit- und arbeitsaufwendig ist. Das ist eben in verschiedenen Arbeitsvorgängen nur möglich. Das ist kein Bild, das man einfach schnell mal gemalt hat, sondern das dauert sehr, sehr lange Zeit. Und oftmals kann man das auch nicht so in einem Rutsch durchmalen. Manchmal muss man ein Bild auch gerne liegen lassen, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt einfach keine Inspiration mehr und fühlt sich vielleicht ausgelaugt zwischendurch von seinen Gedanken her. Dann ist es einfach wichtig, lasst das Kunstwerk einfach ruhen. Geht mal eine Stunde spazieren oder lasst es vielleicht bis zum nächsten Tag liegen. Und wenn ihr dann wieder euch ans Werk macht, dann werdet ihr feststellen, dass wieder frische Ideen in euren Köpfen sind, dass ihr wieder frei seid, dass ihr das Kunstwerk dann vielleicht wieder mit anderen Augen betrachten könnt. Das ist auch wichtig. Deswegen malen viele Künstler oftmals, wenn sie an größeren Werken malen, zum Beispiel auf Leinwänden, dann an verschiedenen Objekten, an verschiedenen Kunstwerken gleichzeitig. Das ist auch in der Ölmalerei und Acrylmalerei so. Wenn man dann größere Leinwände zu bearbeiten hat, man kann da ruhig an 2, 3 Bildern gleichzeitig malen. Vor allem bei der Ölmalerei, weil die Farbe ja dann nicht so schnell trocknet. Aber man kann das auch bei der Acrylmalerei gut machen. Wo es nicht geht, das ist bei der Aquarellmalerei, weil da muss man immer zügig arbeiten und möglichst keine Unterbrechung haben. Aber ich habe da auch schon bei Aquarellen, die sehr aufwendig sind, dann viele Tage damit verbracht. Bei diesem Bild habe ich jetzt auch zum Beispiel noch so einen leichten Fliederton erzeugt mit dem Blauton und Weiß und ein bisschen Rot. Habe da nochmal diese Stiele von Blumen ausgearbeitet, falls das Blumen sein sollen. Also da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Es kann auch ein Strauch sein, der Blüten hat. Jetzt habe ich da einen Acrylstift mit Acrylfarbe in Weiß und setze da Akzente in das Bild ganz locker hinein, um dann noch eben diese Blütenstrukturen genauer einzugrenzen. Für den Betrachter ist es dann auch wichtig. Er hat dann diesen Fokus auf diese Blüten und das nehme ich jetzt hier bei diesem Bild mit dem Stift vor. Ihr müsst die Linien auch nicht komplett
durchziehen, sondern es können auch immer nur Teilbereiche sein. Das sieht auch viel besser und lockerer aus. Alles andere wäre jetzt nicht professionell, sage ich mal, wenn man das zu stark begrenzen würde. Es sei denn, es ist dann gewollt, dass man durchgehende Strukturen hat, aber dann sind es andere Bilder, wo man eingegrenzte Farbflächen hat. Das ist ja hier nicht der Fall. Es ist einfach eine lockere, schöne Malerei. Genauso nehme ich jetzt Teilstriche vor bei diesen Linien, bei diesen linearen Strukturen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Anne Pross. Ciao, bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr gefreut. Gebt mir ein Like, wenn ihr möchtet, oder nehmt euch ein Abonnement bei mir. Danke. Ciao.